Aber es ist immer mit so das Beste, was du machen kannst, auch wenn zum Beispiel irgendwann neuer FWC-Server kommt. Wenn du wirklich Free-to-Play-mäßig oder so oder mit Mindesteinsatz gut Geld verdienen willst, machst du dir einfach 8 Chars oder, naja, ja doch 8 Chars. Theoretisch müsstest du 4 Ems, 4 Ranger und dann machst du los. Die bringst du auf 90, so dass du CW machen kannst. Dann farmst du das Horen-Set, also das CW-Set oder kaufst halt die Parts und sowas, die du dann brauchst. Und dann machst du quasi mit 4 Ranger, 4 RMs die ganze Zeit roter NVDeps, roter NVDeps, roter NVDeps, die ganze Zeit, die ganze Zeit. Wenn du halt richtig viel Playtime hast und sowas alles spielen kannst und so. Und dann machst du dein Geld damit. Dann kannst du immer CW machen mit den Chars, mit den Char-Paaren, also mit Ranger plus RM. Und die Equipment kannst du immer tauschen. Du machst einfach immer mit einem Paar, dann tauschst du das Equipment zum nächsten und dann machst du mit dem Paar. Ja. Und so kannst du die ganze Zeit farmen. Dann kannst du farmen wie bekloppt. Also gerade wenn FWC, wenn irgendjemand nach so einer Taktik sucht oder sowas, dann wäre das zum Beispiel eine Taktik. Alle auf Level 90 leveln. Party auf Level dauert zwar, ist ein bisschen nervtötend, 8 Chars, so, ne? Aber dann Attacke. Wenn du richtig viel Playtime haben kannst, so dass du nicht erst Level 90 ankommst, wenn alle schon fertig sind mit FWC, sondern wirklich, okay, ich habe viel Spielzeit, hab auch Bock. Und wenn du da eine Zeit vorprescht, deine 6 bis 10 Stunden am Tag zockst oder sowas, dann hast du da auf jeden Fall einen heftigen Money-Glitch. Wenn du die ersten CW-Runs alle so mit 4 Chars gleichzeitig quasi machen kannst und dann noch NVDeps, weil alles davon, der ganze Loot davon, der geht für krasse Preise alles weg. Aber das ist halt nicht so einfach, würde ich sagen, das hinzukriegen. Aber damit bist du dann erstmal eine Weile gut aufgestellt. Gute Idee, muss nur der Server kommen, dann Abfahrt. Ja, du brauchst aber halt viel Playtime, weil es super wichtig ist bei der Taktik, umso früher du oben ankommst, in dem Bereich, umso mehr lohnt sich das, ne? Also wenn du halt erst, sagen wir, nach Serverstart eine Woche später ankommst, dann ist halt schon blöd, ne? Weil natürlich CW-Sachen, weiß jeder selber, die ersten paar Wochen super viel Geld kriegst du dafür einen Strente, für ein Intiret und sowas. Aber so länger das vergeht, flacht das natürlich dann irgendwann ab. Aber die ersten Tage wissen wir alle, da geht so ein Oller Intiret locker für einen Zehner weg und sowas. Und wenn du dann natürlich schaffst, wie gesagt, Playtime-mäßig gleich ganz vorne mit zu preschen mit der Taktik, mit 4 Ranger. Wenn du jeden Tag, alle 2 Tage 4-mal CW machen kannst und sowas alles, brauchst du nur das Equipment dann hin und her tauschen, also du brauchst ja nur ein Equipment, ein gutes. Und dann NVDeps, die ganzen C-Karten, die du ja da rausbekommst und sowas alles, geschweige denn von Cosmetics und die Reward-Pads und so, das ist ja da ein Haufen Geld erstmal. Und die Envies kannst du ja in Endlosschleife dann machen, bis halt irgendwann die Coins zu teuer werden. Aber wir wissen halt von FWC-Server, dass die Inflation halt auch schnell reinkickt. Deswegen ist es halt wichtig, dass es halt eine Taktik, umso schneller, umso mehr Spielzeit du hast, umso ehrenloser du reinsuchten kannst und es durchziehst, umso mehr belohnt sich das. Wenn du halt so Larifari Casual-mäßig, ich weiß nicht, ob das denn so eine gute Taktik ist, so in dem Maß. Aber wenn du so nach dem Motto, ey, du bist krank, Bein gebrochen, bist an deinem PC gefesselt, und du hast so ultra Bock, 12 Stunden am Tag reinzusuchten oder sowas, eine komplette Woche. Aber Cash willst du eigentlich nicht, denn, aber du willst trotzdem viel Geld machen und sowas alles, dann finde ich, wäre das auf jeden Fall die Taktik. So, meiner Meinung nach. Wenn man die Chars mit rübernehmen kann, ist es okay, ja. Wie gesagt, Pet-Items haben halt den Penner-Wert, ne? So. Die Reroll-Pads, die du aus NVDeps bekommst, die sollst du auch nicht mit rübernehmen. Sondern die sollst du natürlich dann verkaufen. Für Geld und davon dann schnell en masse A-Protect Scrolls und all halt CS-Items kaufen wie Sau. Weil was auf jeden Fall for real ist die Inflation auf dem FWC-Server und die steigt von Tag zu Tag.
Daher darfst du da kein Penny horten. Wie gesagt, angenommen, alles Erfahrung vom letzten FWC. Keine Gewähr auf nächsten FWC, wie der ablaufen wird. Ja, Envy Farmer irgendwann Ende FWC brauchst du halt auch nicht mehr so, ne? Weil die Inflation dann schon zu krass ist und sowas und C-Karten ja auch nichts mehr wert ist. Aber wie gesagt, die Anfangsphase ist halt gestört. Wenn du die Anfangsphase da krass viel spielen kannst, da holst du halt alles raus. Hast du schon das neue Schmuckset? Na sicher habe ich das neue Schmuckset. Ich habe sogar schon ein Ring plus 5. Also ein Ring ist schon komplett fertig. Ja, ansonsten die beiden Demoids sind plus 4. Die Gore ist plus 2. Und der andere Ring ist plus 4 und hat 52 Upgrade-Attempts. Also ich hoffe mal, der geht dann auch irgendwann auf plus 5 noch. Aber erstmal müssen wir wieder Upgrade-Attempts schaffen. Das ist natürlich gar nicht so einfach. Vor allem nicht, wenn diese fucking Giants, dieser Kraken, einfach keine Red Drops raushaut. Da bestimmt schon wieder langsam 20 gemacht und diesmal noch keinen einzigen Red Drop. Ist okay. Wahrscheinlich average, aber fühlt sich nicht gut an. Ja, Maria, die ganzen Quitter hier alle. Ja, Quitten. Oh, ja. Wir werden sehen, wer zuletzt lacht. Du, ich nehme euch alle mit Herzen wieder auf. Ohne Vorwürfe. Alles gut. Mach ich nicht so, ja, ich hab's ja gesagt oder so. Hast du doch nicht gequittet oder so. Nein, ich sag, schön, dass ihr wieder da seid. Es freut mich sehr. Ihr habt mir gefehlt. So bin ich. So sage ich. Okay? Ja? Plan ab 160. Ich muss überlegen, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Tendenziell. Aber Plan wird sein. Eigentlich meine Nautilus fertig zu machen. Und zwar werde ich dann die hier de-leveln. Die Waffe, nicht den Char. Also quasi Level Down auf 140, die meinen FWC Blade, meinen zweiten, geben. Der wird den Nightmare Dungeon Runs machen. Der hat nämlich 35 oder 38 von diesen A-Fragmenten und auf 2 anderen Chars auch noch. Die nehme ich dann quasi mit, sodass die voll gemacht werden. Dann habe ich 3 A-Karten, die werde ich dann hier in die Axt noch einbuttern, sodass die 15% Crit-Schaden gibt und quasi alle 5 A-Karten drin hat. Dann ist die Axt fertig. Und dann ist theoretisch angesetzt eigentlich nur sowas, so Sachen wie Giant Hunten und Wilds Farm. Oh. So lange bis ich, ja, dann hängt es halt davon ab, so, ne? Bekomme ich Song auf Sirenen irgendwie, dann würde ich den Ringmaster auf 150, auf 160 ballern.